Mit dem Ende der Kürbissaison endet auch die Einsatzzeit der Great Pumpkin Railroad. Beste Gelegenheit, mal nach den Rampen zu sehen. Wir wollen hier ja keine zweite Salzbachtalbrücke haben. Und bei der Begehung zeigten sich tatsächlich diverse Probleme. Ich hatte den Tipp erhalten, dass man die Pfeiler mit Technikstangen verstärken könnte. Das ist richtig und vielen Dank für den Tipp. Da die Weihnachtslok aber nochmal ein ganzes Stück schwerer ist als das Genka und auch mit Technikstangen das Problem in den Kurven bleibt, habe ich mir dann doch die Brückenpfeiler von LGB besorgt. Die gibt es in zwei Varianten. Einmal als Dreierstein und einmal als Einerstein. Dazu kommt eine Gleisaufnahme, die, anders als meine Trixbrix-Rampen, eine Aufnahme für die Schwellen hat. Und die Schwelle ist natürlich immer gerade, auch in den Kurven. Bevor es an den Umbau gehen konnte, musste die Great Pumpkin Railroad aber erstmal ins Sommerquartier. Leider passen die USA-Trains-Wagen mit montierten Anbauteilen nicht mehr in die Tiefziehteile. Entsprechend mussten diese mit einer Schere bearbeitet werden, während die Pico-Hopper trotz der Kürbisbeladung klaglos wieder in ihren Verpackungen verschwunden sind. Damit endet die Premierensaison der Great Pumpkin Railroad äußerst erfolgreich. Die versprochene Führerstandsmitfahrt gibt's am Ende des Videos. Ob das mit dem Erfolg die Muttis, die ihre Kinder kaum von meinem Balkon wegbekommen haben, auch so sehen, mag allerdings bezweifelt werden. Erst gestern stand noch ein kleiner Junge hier am Balkon und fragte, wo denn der Zug sei. Da war die GPRR aber gerade am Umziehen in die Kartons. Und die Santa Claus Railroad noch nicht am Start, denn zunächst mussten ja die Rampen ertüchtigt werden. Das klappt mit den LGB-Teilen erstaunlich gut. Man sollte halt nicht immer probieren, es anders machen zu wollen. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Brückensteine nach unten Pins haben, statt glatt auf dem Boden zu stehen. Eine Bodenplatte scheint es nämlich nicht zu geben. Eine Probefahrt mit dem Genka habe ich nicht mehr gemacht. Die O6O aus der Startpackung nimmt die Anhöhen solo aber problemlos. Mit 3 Wagen kommt sie an einer Stelle leicht ins Schlingern. Da werde ich nochmal nachbessern müssen. Aber insgesamt zieht sie den Zug zuverlässig ums Rund. Gefahren wird, neben den beiden Wagen aus der Startpackung, einem Hopper und einem Caboose, natürlich mit dem LGB Weihnachtswagen 2021. Darüber hinaus ist aber auch der Central Park Christmas Tree Wagen am Start, der den Baum transportiert, und hinter ihm läuft, so ganz komme ich dann doch nicht um die Klemmbausteine rum, der Klemmbausteinwagen von LGB. Dieser befördert den Schlitten des Weihnachtsmannes, ein durchaus beliebtes neues Exklusivset aus dem Hause Lego, das natürlich vorher noch zusammengebaut werden musste. Und damit kann die Santa Claus Railroad in ihre Premierensaison starten, während hier jetzt noch, wie angekündigt, die Führerstandsmitfahrt folgt.